Hi, in diesem Video habe ich für euch 10 Tipps für cinematische Reisevideos. Viel Spaß! Ja, ich war ja einen Monat lang in Neuseeland und dort habe ich auch einen Reisefilm produziert, der allerdings noch nicht online ist. An dem arbeite ich gerade noch und der wird dann, sobald er fertig ist, hier in die Videobeschreibung zugefügt. Dabei habe ich natürlich auf ein paar wichtige Sachen geachtet und was das für Sachen sind, das erfahrt ihr jetzt. Fangen wir an mit Punkt 1. Nehmt so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich Equipment mit. Beim Reisen ist man ja viel unterwegs, das heißt, man kann oft nicht so viel Gepäck mitnehmen, deshalb solltet ihr euch bei der Equipment-Auswahl auf das Wesentliche beschränken. Ich habe um die 95% meines Films wirklich nur mit der Sony A7S und dem Canon 2470 f4 LIS USM mit diesem bildstabilisierten Objektiv gefilmt. Und die restlichen 5% habe ich dann noch mit diesem Valimax 14mm Objektiv gefilmt. Das war es an Equipment, was ich benutzt habe. Ich hatte zwar noch so eine kleine Steadicam dabei für meine kleine Sony RX100, die habe ich aber auch so gut wie gar nicht genutzt. Denn dieses Zoom-Objektiv ist bildstabilisiert, das heißt, ich konnte damit schon aus der Hand sehr verwacklungsfrei filmen. Und gleichzeitig habe ich mit dem Zoom-Objektiv eben einen guten Zoom-Bereich, das heißt, ich habe einen Weitwinkel dabei und eben ein leichtes Tele und viel mehr brauche ich eigentlich nicht für meine Reisefilme. Und obwohl ich jetzt meine Steadicam nicht so oft benutzt habe, kann ich euch nur empfehlen, nehmt zum Reisen lieber so eine Steadicam als irgendwie ein Gimbal mit. Mit einer Steadicam seid ihr sehr mobil, die sind relativ günstig, gibt es ab 80 € ungefähr und ja, ihr seid eben nicht auf Akkus wie zum Beispiel bei Gimbals angewiesen. Deshalb sind Steadicams für Reisefilme sehr empfehlenswert. Überlegt euch vor der Reise, welche und wie viele Speichermedien ihr mitnehmen müsst oder mitnehmen möchtet. Was SD-Karten angeht, kann ich euch nur empfehlen, mindestens 2 Speicherkarten mitzunehmen. Hat einfach den Grund, dass ihr so eine gewisse Sicherheit habt, falls ihr eine Speicherkarte mal verliert oder so und ihr gerade in einem Land seid, in dem es eben nicht an jeder Ecke so einen Elektromarkt oder sowas gibt, dass ihr dann einfach so ein gewisses Backup habt. Das ist ganz wichtig, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ich bin ja, was Speichermedien angeht, vor einiger Zeit von Kingston ausgestattet worden. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hatte jetzt 2 256 GB Speicherkarten und eine 512 GB Speicherkarte mit. Das klingt erstmal sehr übertrieben, aber ich habe jetzt im ganzen Urlaub um die 450 GB verfilmt und verfotografiert. Das heißt, diese 1 Terabyte an Speichermedien ist jetzt gar nicht so übertrieben gewesen für diese 4 Wochen. Überlegt euch also vorher, wie viel ihr ungefähr filmt. Bei mir waren es um die 15 GB pro Tag so als Richtwert und dann sucht danach eben eure Speicherkarten aus. Was die Datensicherung für unterwegs angeht, greife ich ja immer auf SSD-Platten zurück. Das hatte ich auch schon in dem Budapest-Video, was auch in Kooperation mit Kingston entstanden ist, erwähnt. Die haben einfach den Vorteil, dass sie sehr klein, robust, leise, leicht sind und damit wirklich perfekt zum Datensichern. Die Platte, die ich jetzt mit habe, ist obendrein noch sehr, sehr günstig für eine SSD. Die könnt ihr euch einfach mal anschauen. Alternativ könnt ihr auch USB-Sticks zum Sichern nehmen. Da habe ich jetzt hier diesen kleinen USB-Stick mit USB-C-Anschluss für das neue MacBook schon bekommen. Ich nutze aber trotzdem bevorzugt SSDs, weil die einfach nochmal so ein bisschen schneller sind. Plant eure Reise gut, aber nicht zu gut. Was meine ich damit? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man so einen Trip zu sehr durchplant und sich feste Daten setzt, wann man wo sein möchte und so weiter, dass es dann alles so ein bisschen stressig wird. Das geht so ein bisschen auf die Laune, ist jetzt meine Erfahrung. Deshalb sucht euch auf jeden Fall Spots aus, die ihr auf jeden Fall sehen möchtet auf eurer Reise, aber plant es eben nicht zu genau. Lasst Raum für Abenteuer und für Spontanität. Früh aufstehen lohnt sich. Es ist natürlich nicht so schön, wenn man im Urlaub früh aufstehen muss. Ich bin auch eher so ein Typ Langschläfer. Aber wenn man eben ein schönes Video oder schöne Fotos haben möchte, muss man auch mal in den sauren Apfel beißen. Wir waren ja im Winter in Neuseeland, das heißt, die Sonne ging dort erst so um 8 Uhr oder sowas auf. Das heißt, wir konnten so ein bisschen länger schlafen. Falls ihr so einen Urlaub im Sommer macht, kann es sich durchaus lohnen, auch mal um 5 oder 6 Uhr morgens aufzustehen. Es hat einfach den Vorteil, dass das Licht viel, viel schöner ist, wenn die Sonne gerade aufgeht. Ihr habt schönere Farben, ihr habt weicheres Licht und vor allem sind bei diesen Touri-Spots eben nicht so viele Touristen. Das heißt, ihr habt unter Umständen einfach so einen Touri-Spot komplett für euch alleine. Ihr könnt viel, viel schöner in Ruhe Fotos und Videos machen. Haltet bei schönen Spots nicht einfach nur die Kamera mit einem Weitwinkel drauf, sondern sucht auch schöne Perspektiven. Guckt euch immer so ein bisschen um, guckt nach schönen Pflanzen, die ihr vielleicht in den Vordergrund rücken könnt. Das ist so der Klassiker, um mehr Tiefe ins Bild zu bekommen. Oder sucht euch andere schöne Perspektiven, seid ein bisschen kreativ, probiert Sachen aus und wie gesagt, haltet nicht einfach nur die Kamera drauf. Und denkt auch dran, ab und zu mal Detailaufnahmen aufzunehmen, zum Beispiel von irgendwelchen Steinen oder von Moos oder von irgendwelchen Feldern oder sowas. Das gehört zum einen auch dazu, wenn man irgendwie so ein Land kennenlernen möchte oder festhalten möchte auf Video und zum anderen sorgt das dafür, dass ihr dann beim Schnitt deutlich mehr Abwechslung schaffen könnt. Falls ihr mit Freunden oder Familie unterwegs seid, gebt gerne auch mal Regieanweisungen, falls die Leute da entsprechend Lust drauf haben. Das sorgt einfach dafür, dass ihr so eine leichte persönliche Note in euren Film bringt und neben schönen Landschaften auch mal Menschen im Film drin zu haben, kann auch nicht schaden.
Achtet auf so einen gewissen roten Faden und auf das Storytelling, wenn ihr euren Film schneidet. Ich muss zugeben, das ist bei mir, glaube ich, auch nicht so ganz gut gelungen. Das seht ihr dann ja, wenn der Film online kommt. Aber es sollte auf jeden Fall so euer Ziel sein. Achtet also darauf, dass ihr nicht nur wahllos irgendwelche schönen Szenen aneinander reiht, sondern ja, guckt einfach darauf, dass Szenen, die irgendwie zusammen im Film gehören, auch zusammen beim Schnitt dann bleiben. Was auch nochmal helfen kann, ist, dass man sich so ein Thema aussucht und darüber dann so einen kleinen Text schreibt und den vielleicht selbst einspricht. Das bringt nochmal viel, viel mehr Persönlichkeit in den Film. Das habe ich jetzt übrigens bei meinem Film auch gemacht. Nehmt euch Zeit für die Musikauswahl, gerne auch ein paar Stunden oder so ein paar Tage. Mit der falschen Musikauswahl könnt ihr den Film im Prinzip kaputt machen und mit der richtigen Musikauswahl habt ihr quasi schon den halben Film gut gemacht. Falls ihr kreative Leute kennt, die sich mit Musikproduktion auskennen, fragt die gerne mal, ob sie euch so einen Song komponieren. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht. Also bei meinem Reisefilm hat ein Freund von mir den Song komponiert und produziert. Ist natürlich sehr persönlich und ist eine coole Sache. Kann natürlich jetzt auch nicht jeder oder es hat nicht jeder die Leute dafür. Ist aber eine Empfehlung, falls ihr die Möglichkeit habt. Und nehmt euch auch Zeit fürs Color Grading, haut nicht nur irgendeine 0815 Orange Teal Lat drauf, sondern nehmt euch wirklich Zeit fürs Grading, gradet jeden Shot einzeln und versucht vielleicht so ein bisschen Farben rauszuarbeiten, die mit einem Land in Verbindung stehen. Als ich in Island war mit dem Musikvideo, habe ich zum Beispiel eher diese Blautöne rausgearbeitet. Jetzt in Neuseeland werde ich eher ein bisschen mehr diese Grüntöne rausarbeiten und darauf achten, dass das eben alles sehr, sehr schön harmonisch und ausgeglichen wirkt. Befasst euch mit Sounddesign. Sounddesign ist auch ganz wichtig, um mehr Stimmung im Film zu erzeugen oder um mehr Atmosphäre zu erzeugen, um alles so ein bisschen realistischer zu gestalten. Arbeitet also so ein paar Sounds raus von Sachen, die man im Video sieht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Wasserfall gefilmt habe, habe ich im Video dann auch so eine Wasserfall-Soundspur noch irgendwie zugefügt oder halt eben die Originalkameraspur benutzt. Achtet aber darauf, dass das Sounddesign die Musik nicht übertönt, also sorgt einfach dafür, dass alles so ein bisschen im Gleichgewicht ist. Ja, das waren meine 10 Tipps für cinematische Reisevideos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Video ist ja jetzt wieder in Kooperation mit Kingston entstanden, wie ihr gesehen habt. Ich habe ja auch für den Kingston-Kanal so ein paar Videos produziert. Die könnt ihr euch sehr gerne mal angucken und den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Guckt da gerne mal vorbei, da findet ihr auch Videos von einigen anderen YouTubern. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.